Boo It Yourself, a Halloween-themed mix and match ephemera pack for junk journals, Glubooks and mixed media projects. Boo It Yourself, ein Mix and Match Ephemera Pack für dein Halloween Journal, dein Art Journal und deine Mixed Media Projekte. Mix and match creepy characters and accessoires to create your own Halloween scenes. Kombiniere gruselige Charaktere und Accessoires, um deine eigenen Halloween-Szenen zu gestalten. Hi, this is Luise Heinzel, and today I'm going to start a new series here on my YouTube channel by showing you different possibilities how to use this new ephemera pack from my shop. Hi, Luise Heinzel hier. Mit diesem kleinen Video starte ich eine neue Serie hier auf meinem Kanal, in der ich euch zeigen möchte, wie ihr dieses neue ephemera pack aus meinem Shop einsetzen könnt. For demonstration, I created this little journal out of some giant playing cards. Of course, you can do these techniques and use this ephemera pack on any other surface, in any journal, or even on greeting cards or a canvas or something like that. Wie ihr sehen könnt, habe ich mir hier dieses kleine Journal gebaut aus ein paar dieser Riesenspielkarten. Ihr könnt aber selbstverständlich auch jedes andere Journal nehmen, um diese Techniken, die ich euch in den Videos zeigen möchte, anzuwenden und dieses ephemera pack zu benutzen. Ihr könntet auch zum Beispiel Grußkarten verwenden oder auch eine Leinwand, um sie euch später an die Wand zu hängen. To prepare the surface of this playing card and to get a little bit of a first structure for the background, I took some mud medium, some tissue paper, scraps from a paper doily, some book pages scraps and scraps from an old letter and glued them down. Um diese Karte etwas vorzubereiten und den Untergrund vor allen Dingen weiter bearbeitbar zu machen, habe ich da eine kleine Collage angefertigt aus Transparentpapier, oder so einem, das ist so ein dünnes Verpackungspapier gewesen, so einem handgeschriebenen Brief, ziemlich alt, den ich unter Furcht in Streifen und Stücke gerissen habe und einer alten, sehr, sehr alten Buchseite. Und das habe ich dann mit Mud Medium aufgeklebt, um weiter darauf arbeiten zu können. So the outside, what you can see here, is something like a fabric that I glued there, but it has something like upholstery under it. It comes from an old bag and I wanted to have it on the front side to make something like a more sturdy cover. Was ihr da vorne auf der zerrissenen Spielkarte seht, ist ein Teil einer Tasche, die etwas ausgepolstert war. Es ist also nicht nur ein Stoff, sondern es hat noch so ein Vlies unten drunter. Das kann man leider in dem Video nicht besonders gut sehen, aber das gibt dem Ganzen eine gewisse Stabilität und die erste Seite wirkt dann mehr wie ein Cover, wenn sie etwas dicker ist, als wenn es einfach die normale Spielkarte wäre. So in the next step, I took a stencil and some white gesso, as you could see, and I made some dots. And then I watered down some watercolor and tried to get a little bit something of a spooky black effect by putting the color to the edges of this cover and the first page, so this first card, and then spraying some water and let the color flow. Im ersten Schritt habe ich dann mal dieses kleine Punktemuster da gemacht mit der Schablone und Gesso, habe das Ganze gut getrocknet und dann habe ich mir so eine Wasserfarbe aus der Tube genommen, mit sehr, sehr viel Wasser vermischt, um eben diesen bisschen spooky aussehenden schwarzen Effekt hinzukriegen. Leider ist das sehr grau geworden, weil diese Wasserfarbe auch nicht besonders hochwertig ist. Ja, habe ich mal meine Brushes rausgeholt, die helfen natürlich immer. Und habe graues und schwarzes Brusho noch hinzugegeben und dann hatte ich plötzlich den Effekt, den ich haben wollte. So as you could see, the watercolor was really gray, so I experimented a little bit with some different kinds of mediums and came to the idea to take my brusho colors. So I took the gray brusho and the black brusho and then I got the effect that I originally planned in my head. Then I had some cold coffee by accident on my table and I thought, okay, a little bit of a vintage touch cannot be as bad. So I took the coffee that I originally wanted to drink and put it here to this journal cover and the first page. Ich
Ich hatte dann noch so einen Kaffee rumstehen, den wollte ich eigentlich trinken, aber der ist mir im Laufe der Zeit dann kalt geworden. Da habe ich mir gedacht, okay, wir verschwenden hier nichts, also schmeißen wir den Kaffee mal da drauf, weil ich mir gedacht habe, so ein bisschen Vintage kann nicht schaden und es passt vielleicht ganz gut zu diesen orangen Fenstern von diesem Häuschen, was ich da jetzt gleich als nächstes aufbringen möchte. So in the first step, and that's something that I really can recommend, I played around with some elements of this kit. So the tree comes from the kit, this house comes from the kit, this lettering that says Halloween comes also from the kit. And before I glue anything, I like to try to arrange my pieces and get an imagination of what I want to have in the end, because that is something that I often don't know in the beginning. Because you can never know what your mediums will do, especially when you work with brush and water and stenciling and that stuff. In this mixed media world, sometimes the things can happen differently than you planned them, or you can't plan them. So before I glue anything, I play around with the different possibilities on how I can do that. Bevor ich irgendwas aufklebe, spiele ich immer ganz gerne ein bisschen mit den verschiedenen Elementen herum, die ich einsetzen möchte. Ich habe jetzt hier dieses Haus, diese Halloween-Schrift und den Baum aus meinem Kit ausgeschnitten bzw. gerissen und sie erstmal in verschiedenen Positionen da so angeordnet, dass ich, bevor ich was aufklebe, sehe, wie das wirkt. In diesem ganzen Mixed Media Art Journaling Bereich kann man nie irgendwas genau planen, also ich kann es zumindest nicht. Gerade wenn man mit Schablonen und Farbe und Wasser arbeitet und die Farbe eigentlich machen lässt, was sie will, dann weiß man nicht, was passiert. Und deswegen klebe ich das zuerst gar nicht auf, sondern lege es mir erstmal hin. Dann habe ich beschlossen, dass dieses Haus dorthin soll und habe etwas von diesem Flauschigen, was in der Tasche war, von diesem Vlies genommen, um da so eine Art Nebel zu erzeugen und auch noch ein bisschen mehr Dreidimensionalität in diese ganze Sache reinzukriegen. Jetzt versuche ich gerade da so einen Schatten um das Haus herum zu malen. Ich habe mich dann letztendlich wieder für meinen Stabilo All Pen entschieden, der das einfach am besten bewerkstelligen kann. So I glued this house down and then I took my Stabilo All Pen to make some shadings and to get a little bit more of a three-dimensional effect. Then I wanted to have this vintage effect that I created with the coffee on the cover on this tree again. So I wanted to have something like color bridge from the coffee to the tree. So I decided to make some distressing on this tree, and I took this circle stencil again and went over it really crazy. And I think I'm really happy with this solution and this result. And you can see that you not only can cut or tear this fuzzy cut elements and use them as they are, but of course you can go over them with different mediums and different paint or distress ink or something like that. Diesen ausgerissenen Baum habe ich dann mit der Distress-Tinte von dem Holz etwas auf alt getrimmt und habe auch gleichzeitig die gleiche Schablone benutzt, wie ich vorher mit dem Gesso eingesetzt habe, um diese Punkte auf den Baum zu kriegen, um da so eine, ich hoffe, ihr seht das, was ich da will, um so eine Verbindung zu kriegen zwischen diesem schablonierten Muster oben und links diesen etwas helleren Elementen. Und wie ihr seht, ihr braucht nicht einfach nur die Sachen ausschneiden und so nehmen, wie sie sind, oder ausreißen und so nehmen, wie sie sind. Ihr könnt natürlich auch mit Farbe, allen möglichen Medien im Prinzip, darüber gehen und die Sachen so verändern, wie ihr das haben möchtet. Ich habe das dann mit Mattmedium da aufgeklebt und bin auch mit dem Mattmedium über den Baum nochmal rübergegangen. Das führt dazu, dass diese Distress-Tinte sich so ein bisschen verschmiert und nochmal so einen ganz eigenen Look entwickelt. Ich finde das eigentlich ganz cool. Das ist natürlich Geschmackssache. Man kann das selbstverständlich auch nur ganz normal aufkleben, ohne Kleber oben drüber zu geben. So here I show you some different possibilities, how you can use this different pieces from the Ephemera Pack. Of course, that's personal preference, how you would like to use them and how you would like to arrange them. And I think it's a really cool thing to play around a little bit with these things and to try different possibilities without gluing. And perhaps you can make a photo or something like that for future ideas to don't forget them. And I think this kit turned out really, really versatile, and it has really much possibilities to combine. Wie ihr gerade gesehen habt, ich habe da so ein bisschen herumexperimentiert
wie ich auf dem Cover jetzt meine Elemente dort ansortieren will. Ich weiß jetzt schon, dass sich das Ganze im Laufe der Zeit wahrscheinlich noch ziemlich verändern wird. Auch dadurch, dass natürlich auf den folgenden Seiten noch was passieren wird. Man die zweite Seite ja vorne auch sieht. Und deswegen habe ich da so ein bisschen rumexperimentiert, habe mir zwischendurch auch Fotos gemacht davon, dass ich verschiedene Möglichkeiten im Kopf behalten kann, auch wenn ich jetzt schon Elemente aufgeklebt habe, dass ich vielleicht, wenn ich das nochmal ausdrucke, auf einer Karte oder so, eine andere Möglichkeit noch in Erinnerung habe, wie man das auch aufkleben könnte. Das finde ich immer eine ganz gute Lösung, sich davon Fotos zu machen, und dann weiß man das später noch. Ja, dann habe ich das alles aufgeklebt. Bei diesem kleinen Schild und bei dieser Zahl habe ich so ein Klebenupsi dahinter gemacht, wie so ein kleines durchsichtiges Kaugummi, ich weiß gar nicht, wie die heißen, sodass da so ein bisschen so ein dreidimensionaler Effekt entsteht. Dann habe ich natürlich vergessen, dass ich da noch dieses Nähgarn drunter machen wollte. Das musste ich mir da einen abfriemeln, dass ich das dann noch drunter kriege. Aber auch das ist eine weitere Schicht, die nochmal so ein bisschen mehr, ja, wie soll ich sagen, das sieht interessanter aus, wenn man das so macht, ein bisschen filigraner. Man hat ein bisschen mehr zu gucken, wenn man sich das anschaut. Dann habe ich noch dieses Happy Halloween mit dieser kleinen Eule da ausgeschnitten. Das kommt natürlich auch aus dem Kit. Und ich fand, das hat dieses nackte Schild noch etwas interessanter gemacht. So, in the last step of this collaging there on the bottom, I took this Happy Halloween sign with this little owl that comes from my kit as well. And I think now it's a really nice combination of these different things. So here you can see the final result. You can also find some pictures of this on my Instagram account. If you would like to follow me there, I would be really, really happy. So please check that out. I have all the informations down below in the description box. Perhaps you would like to follow me somewhere else. So thank you very much for watching. See you the next time. Bye, bye. So, hier könnt ihr also das Fertige sehen. Also zumindest einmal vorläufig Fertige. Also ich bin eigentlich ziemlich glücklich damit. Die Farben schauen in echt fast noch ein bisschen schöner aus als in der Kamera. Ich wünsche euch eine richtig coole Zeit. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich sehen wir uns. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss.